Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Ja, herzlich willkommen zu der erneuten Visite-Sendung und ich darf Ihnen an dieser Stelle auch wieder herzlich danken für all die Anfragen, die Sie an mich gestellt haben und möchte mich heute mit Ihnen beschäftigen mit einem Thema, das mir ein Herr aus Deutschland schrieb. Man hätte im August 2019 ein Speiseröhrenkarzinom festgestellt. Dieses Speiseröhrenkarzinom ist dann chemotherapeutisch behandelt mit dem anfänglichen Ergebnis eines Tumorrückgangs, beziehungsweise natürlich hat sich die Masse verkleinert und dann nach einer entsprechenden Zeit ist erneut es zu einem Wachstum gekommen und jetzt steht die Frage der Bestrahlung. Tumorerkrankungen sind in den letzten Jahrzehnten expandiert. Wir gehen heute von einer Wahrscheinlichkeit aus, 43% der Frauen und 52% der Männer circa haben im Laufe des Lebens eine Tumorerkrankung. Ich sage nicht Krebs, weil ich habe einfach dieses Wort so leid, weil es schon im ersten Moment der Diagnosestellung so angstbesetzt ist und so negativ und das ist überhaupt nicht, was uns weiterbringt. Und wir fahren im Rahmen unseres Therapie seit mehr als 70 Jahren mit einem und dem gleichen Zug. Wir stellen die Diagnose und wir handeln schnell, chemotherapeutisch oder Bestrahlung, beziehungsweise im Vorfeld oft operativ. Und sind immer noch wir Menschen, wir vertrauen diesem Weg nicht, sondern wir haben grausame Angst, ob wir diese Erkrankung überleben. Ich muss etwas zurückgehen in der Beantwortung dieser Frage in das Jahr 1938. Der Professor Warburg hat damals, 30 Jahre später, den Nobelpreis für eine ganz große Forschungsarbeit erhalten, weil er hat die Transketolase-Enzym, welches später wir durch den Dr. Johannes Coy um dieses Enzym wussten, welches diesen Stoffwechselweg umschaltet, hat schon Warburg 1938 entdeckt, dass die Tumorzelle einen anderen Stoffwechsel hat. Auch eine Tumorzelle war eine gesunde Zelle und diese Tumorzelle kommt bedrängt durch das Leben in eine schwere Situation. Und im Rahmen ihres eigenen Überlebenskampfes schaltet sie von dem Energieleistungsstoffwechsel in den Mitochondrien, den Energiekraftwerken unserer Zellen, auf den Nukleus, auf den Zellkernstoffwechsel. Mit dem Ergebnis, jetzt zu überleben, mit dem Ergebnis, jetzt nicht 38 Millimol ATP im Rahmen eines starken Energiestoffwechsels zu produzieren, sondern nur 3 Millimol ATP und mit dem Ergebnis linksdrehende Milchsäure zu produzieren und nicht Kohlendioxid und Wasser, wie das jede gesunde Zelle tut. Und das ist wesentlich, weil die sich entwickelnde Tumorzelle nicht mehr den Sauerstoff verkonsumiert, sondern die Energie herstellt über Zucker. Als Warburg den Nobelpreis dann bekam, hat er bitterlich geweint und hat gesagt, ich verstehe nicht die Medizin. Ihr seht diese Erkrankung überhaupt nicht, indem ihr sie versteht. Ihr erzählt euren Patienten gar nicht, wer sie ist. Und vor allen Dingen, ihr helft ihr nicht, jetzt den Zucker zu reduzieren. Weil jede Tumorzelle 30 Mal mehr oder 20 Mal mehr Zucker verkonsumiert als die gesunde. Das heißt,
Die erste Option muss sein, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Zucker, Brot, Nudeln, Pasta, all die Dinge, die am Ende in unserem Körper Zucker im Blut finden lassen. Das ist eine sehr wichtige Entdeckung und viel später, in den 80er, 90er Jahren, schrieb Frau Dr. Frieda ein kleines Buch, Die Entstehung von Krebs unter Adrenalinmangel. Und sie hat nie den medizinischen Dank erhalten. Sie hat nie es vermocht durch ihr Büchlein, dass dieses Wissen aufgesogen wurde von der Onkologie, weil sie hat erklärt, dass wenn ein Mensch in eine Stresssituation gerät, verbraucht er Adrenalin. Dieses Adrenalin kann über eine große Zeit ausreichend zur Verfügung stehen, aber irgendwann fällt der Adrenalinspiegel, dann kommt der Mensch in einen Hypokortisonismus. Das heißt, er hat zu wenig jetzt Stressfaktoren zur Verfügung zu stellen. Er ermüdet, er erschöpft. In dem Moment aber, wenn Adrenalin sinkt oder sinken muss, dann steigt das Gegenhormon und das ist Noradrenalin. Das ist eine Physiologie, das ist der Dualismus des Lebens. Wenn der eine fällt, steigt der andere an. Und dieses Noradrenalin benutzen wir Ärzte zum Beispiel, wenn sie in den Schock geraten, wenn sie dekompensieren mit ihrem Kreislauf, dann spritzen wir direkt IV-Noradrenalin, weil Noradrenalin macht die Kapillaren, die Gefäße zu. Das heißt, die Peripherie ist geschlossen, aber das Zentrum, Herz, Gehirn, Lunge bleiben noch in einem guten Durchblutungsvolumen, damit das System sich für die nächsten Minuten, wo es ums Überleben geht, überlebt. Und dieses Noradrenalin, aber wenn das längere Zeit immer wieder die Dominanz hat, sorgt für einen kapillaren Schluss und damit kann die Zelle in eine Hypoxie kommen. Hypoxie heißt, jetzt geht mir der Sauerstoff verloren und die Zelle schaltet. Und Johannes Koy hat dieses Transketolase-Gen gefunden, warum dann dieser Umschaltungsprozess auf einen anaeroben Stoffwechsel stattfindet, also ohne Sauerstoff mit dem Ergebnis genug Zucker, beziehungsweise den Zucker zu verstoffwechseln, Laktat, linksdrehende Milchsäure. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man im Rahmen einer Tumordiagnose erstmal auch versteht, was es bedeutet. Das andere ist, dass wir, wenn wir eine Schwangerschaft betreuen, dann ist doch diese Schwangerschaft erstmal notwendig oder möglich, wenn vorher die Plazenta entsteht. Und die Plazenta ist der große Mutterkuchen. Dieser große Mutterkuchen, der jetzt in den ersten 12 Wochen sich bildet, ist durch einen sogenannten Tokoblasten charakterisiert. So nennt sich diese Zelle in dieser Plazenta. Nirgendwo in unserem Organismus ist so schnell ein Wachstum möglich in den ersten 12 Wochen. Das bedeutet, die Plazenta macht sich auch Platz, die zerstört auch Uterusgewebe und nistet sich in dieser Gebärmutter ein. Und damit ist das Nest bereitet, um den Embryo dann dort sich entwickeln zu lassen, die Nabelschnur auszubilden und so weiter. In diesen 12 Wochen messen wir ein Beta-HCG. Das ist ein Wert, wir nutzen den bei Ovarialkarzinom zum Beispiel als Tumormarker, aber es ist kein Tumormarker, es ist ein Biomarker. Und ich kann anhand des Beta-HCGs erkennen, inwieweit die Frau in der 3., in der 5. oder in der 9., 11., 12. Schwangerschaftswoche ist. Dieser Tokoblast nutzt keinen Sauerstoff. Dieser Tokoblast braucht Zucker. Dieser Tokoblast wächst ganz schnell. Der macht nichts auf Leistung wie die Mitochondrien, sondern auf Vermehrung. Der Stoffwechsel geht über den Zellkern. Dieser Tokoblast produziert nicht 38 Millimol Energie, sondern 3.
Haben Sie das schon mal gehört? Glauben Sie denn wirklich, dass der Körper hier ins Leben investiert und da in Zerstörung? Ist vielleicht Tumor ein Verzweiflungsakt unseres Körpers, weil er die Gesundheit nicht mehr realisieren kann? Müssen wir diese Dinge nicht hinterfragen? Müssen wir sie nicht spätestens dann hinterfragen, wenn wir eine Diagnose stellen? Warum schauen wir das nicht an, was mindestens 10 Jahre in unserem Körper nicht mehr normal sich hat regulieren können? Der Tokoplast wächst, die Plazenta ist groß und nach der 12. Woche hängt oder stoppt dieses Wachstum. Warum stoppt denn hier ein Wachstum und warum stoppt da kein Wachstum? Wo ist denn hier der Unterschied? Darüber gibt es immense Studien, das ist wissenschaftlich anerkannt. Es gibt ein Organ, das hier den Tokoblasten in seinem Wachstum stoppt. Aber warum stoppt er nicht dort? Und wissen Sie, welches Organ jetzt eine ausreichende enzymatische Kraft dafür bereithält, dass Beta-HCG sich wieder senkt? Denn es ist ja auch ein Maß in der, sag mal schnell, in der Schwangerschaftsdiagnostik. Das ist die Bauchspeicheldrüse. Jeder Patient, der ein Tumorleiden entwickelt, wird auf die Aktivität seiner Bauchspeicheldrüse untersucht. Denn er braucht Trypsin und Chemotrypsin. Und das Vobemucos, das ist ein Medikament, ein Nahrungsergänzungsmittel, welches, ich finde es interessant, es steht schon auf der Packung, bei Chemotherapie, dringend enzymatische Begleittherapie, bekommen Sie das alle. Und darin sind enthalten diese Enzyme, die dafür sorgen, dass das Wachstum stoppt. Es gibt unglaubliche Berichte und Fallbeispiele aus der Vergangenheit, wie man enzymatisch ein Tumorwachstum stoppen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass man Chemotrypsin und Trypsin in Form von diesen Dingen zuführt, spätestens bitte dann, wenn man in einer Chemotherapie läuft, aber auch im Beginn dessen, dass man wissen muss, wie gesund ist meine Bauchspeicheldrüse. Und man kann diese enzymatische Kraft messen, man kann die Lipase messen, man kann die Pankreaslipase messen, man kann die Elastase messen im Stuhl, man kann die Amylase messen. Es gibt ganz viele Bauchspeicheldrüsenparameter, die man messen muss, damit man jetzt weiß, was hat dazu geführt, dass da an dem Punkt oder dem Punkt eine Tumorerkrankung hat entstehen lassen können. Und wir sprechen ja jetzt über Speiseröhre. Ich wollte Ihnen nur bewusst machen, dass ich aus meiner Perspektive Ihnen gar keine noch bessere Therapie anbieten kann, weil ja die Entstehung von Tumor ein so multikausales Geschehen ist auf allen Ebenen, dass wir heute sagen, auch warum in der Speiseröhre, warum in der Bauchspeicheldrüse, warum in der Leber oder in der Schilddrüse auch noch Ursachen in sich tragen, die manchmal auf einer Ebene sind, die ihnen überhaupt nicht bewusst sind, zum Beispiel auf der psychischen Ebene. Aber das führt in diesem Moment zu weit. Ich will Ihnen einfach nur erstmal zum Verständnis erklären, dass Tumor nicht einfach ein Schicksal ist und auch nichts genetisch Fixiertes oder auch nicht irgendwo Böses ist, sondern dass es eine schon große Entgleisung eines Prozesses ist, der sich dort an diesem Schwachpunkt jetzt verselbstständigt. Wir sprechen auch über Speiseröhre, und die Speiseröhre ist ja ein Organ, die ist ausgekleidet mit einer Schleimhaut. Diese Schleimhaut hat 80% unserer Immunität zu garantieren. Eigentlich weiß ich nichts jetzt über Sie als Patient, aber wenn Sie über viele Jahre zum Beispiel ein Raucher waren, dann müssen Sie riskieren, dass es Ihre Speiseröhre wirklich kaputt macht, weil diese hohe Toxizität natürlich nicht nur über die Trachea, über die Luftröhre, sondern die wird auch über die Speiseröhre eingeatmet. Ich sehe eine sehr, sehr hohe Belastung der
Muskulatur oder beziehungsweise der Schleimhaut, auch der Speiseröhre, für alle Prozesse hier im Mund. Wer interessiert sich denn auch richtig für eine Mundgesundheit? Also dieses Ölziehen am Morgen, 10 Minuten ein Sonnenblumenöl durch die Zähne ziehen und dann bitte auf in den Mülleimer, in ein Fließtaschentuch, sagt der Schweizer, oder wir sagen Tempotaschentuch, in den Mülleimer, nicht ins Waschbecken und auch nicht in die Toilette. Das bedeutet, dass ich entgifte meinen Mund, meine Schleimhäute, aber auch meinen Körper über dieses Ventil. Es ist ganz wichtig, dass ich auch die Mundflora, es gibt einen hohen Bedarf an sogenannten Trichomonaden. Das sind Einzeller. Und Trichomonaden sind eigentlich auch kleine Strukturen an Parasiten, die den gleichen Tumorstoffwechsel haben, wie der Tokoblast, wie die Tumorzelle. Und die Frau Limendeva, das ist eine russische Chemikerin, die ich kennenlernen durfte im Februar letzten Jahres. Sie ist heute über 80 Jahre, hat vor 30 Jahren das entdeckt. Inwieweit ist die Trichomonade auch eine konforme Tumorzelle? Ich würde das jetzt nicht so sagen und ich behaupte es auch nicht, aber ich beobachte es, dass wir auch an diese Dinge denken müssen. Weil Parasiten entwickeln sich zu Tumorerkrankungen. Und gerade die Mundflora bietet für die Trichomonaden bei jedem Kuss, bei jedem Sex, bietet ein hervorragendes Milieu. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie kriege ich hier eine Sanierung auch hin? Sind es Trichomonaden, sind es keine, sind es andere Parasiten? Jetzt sind Sie bitte gefordert, aber auch auf jede Frage eine Antwort zu finden, die Ihnen ermöglicht, in dieser Erkrankung, für die im Moment nur ein Konzept ist, und so ist es immer, ich muss sie vernichten, ich muss sie aus meinem Körper kriegen. Aber es ist doch eine Multikausalität von Ursachen, die an diesem Schwachpunkt die Entwicklung nur möglich gemacht hat. Und wenn ich die Aggression gegen etwas setze, wird der Körper mit Aggression zurückantworten, weil er spürt, wie dramatisch er jetzt in diesem Leben auch, und eine Chemotherapie wirkt nicht lokal, die wirkt immer systemisch. Es gibt Kollegen in Deutschland, die fahren eine lokale Chemotherapie. Sei immer es notwendig und sei immer es nicht möglich, eine Tumorverkleinerung jetzt anzustreben, dann bitte mit dem wenigsten, aber auch mit dem allerwenigsten Belastung für den gesamten Organismus. Und da will ich jetzt hier mich nicht verstehen für und gegen, aber ich will einfach nur sagen, es ist Verantwortung und es macht was mit Ihnen. Und ich möchte auch nicht über therapeutische Wege in dem Ganzen jetzt sprechen, ohne dass ich viel weiß von Ihnen. Ich wollte jetzt aber, dass Sie darüber nachdenken, was es jetzt von Ihnen benötigt. Und es braucht Wissen. Es braucht ganz viel Wissen, was ist in mir geschehen und wie kann ich meinem Körper helfen, der zu einer Tumorerkrankung tendiert hat. Und Sie müssen alles wissen. Als ich vor 3-4 Jahren auf dem Kongress war in Baden-Baden und ein chinesischer Kollege 5 Tumorzelle präsentierte, der ein chinesischer Arzt von der Herkunft ist, aber seit 40 Jahren in Amerika lebt und als Militärarzt beobachtet hat, wie stark und wie krank sind seine Soldaten, die aus dem Einsatz wieder zurückkamen, fing er an, sich mit Parasiten zu beschäftigen. Und es hat mir den Stuhl vom Hintern gezogen, es hat mich so wachgerüttelt, dass ich einfach begonnen habe, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und er hat 5 metastasierte, austherapierte Tumorfälle präsentiert, die alle gesund waren. Und fragen Sie mich bitte nicht, was das für Protokolle waren, aber es war die Summation einer parasitären Last, die sich verselbstständigt hat und wesentlich jetzt, und da spielen die Trichomonaden eine kausale Schlüsselrolle, auch durch einen langen Prozess der Therapie
eine Entgleisung, Entlastung geschafft haben. Und damit ist eine Immunkompetenz wieder gewachsen, die man auch nicht unterschätzen darf. Denn ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber ich will Ihnen nur sagen, Sie haben über Jahrzehnte Ihrem Körper vertrauen dürfen, dass er die Tumorabwehr wunderbar in den Griff bekommen hat. Und zu einer intakten Tumorabwehr gehört ausreichende natürliche Killerzellen, um nur eins anzusprechen. Aber wenn Sie Aluminium belastet sind und Sie wissen es nicht, dann ändert sich auch nach der Chemotherapie nichts. Ganz im Gegenteil, Sie haben weiterhin diesen Angriff und noch um weites mehr, weil Sie vielleicht auch gar nicht wissen, ob Ihre Leber diese Chemotherapie Ihnen entgiften kann, jedenfalls in der Notwendigkeit, wie Sie es jetzt benötigen. Und das, was eigentlich über Jahrzehnte Sorge getragen hat, um Sie tumorfrei zu halten und zu wahren, das ist geschwächelt. Das ist inaktiv, hat werden müssen. Und es geht für mich daran kein Weg, all diese Dinge auch bei einem Tumorerkrankten wirklich anzuschauen, in der Hoffnung, dass es noch gut auch Kraft und Zeit und Struktur wieder neu erhält, dass der Körper sich mit diesen Dingen auseinandersetzen kann. Und ich glaube, wir müssen alle irgendwo viel ruhiger werden. Und deshalb, ich suche so gern nach einem anderen Wort, dass wir am Anfang uns Zeit nehmen, denn es ist niemals ein Notfall. Natürlich ist es ein Notfall, wenn ich merke, meine Speiseröhre geht zu. Aber zu verstehen, was der Körper benötigt, damit er auch eine Chance bekommen kann, wieder gesund zu werden. Und da ist natürlich eine Operation eine wertvolle Induktion. Und ich denke jetzt zum Beispiel auch an eine Therapie, die ich Ihnen vielleicht per E-Mail nochmal zuschicken werde, die photodynamische Therapie. Die braucht aber eigentlich auch wirklich die Meister der photodynamischen Therapie, weil die können über die photodynamische Therapie, kommen sie an die Tumoren heran. Und das ist zum Beispiel bei Blasentumoren oder wenn man von hier lokal rankommt, kann es eine ganz großartige, wertvolle Option sein, in Kombination mit Lasertherapie und biologisch-onkologischen Tumormitteln, die genauso, also Cocomin ist an 2000 Studien bewiesen, dass es eine Antitumorwirkung hat. Aber ich bin zum Beispiel nicht die, die das aus der Schublade zieht und sagt, das müssen wir tun. Ich bin immer die, die immer prüfen will, was ist mit diesem Menschen los. Und wenn sie übersehen, dass sie von ihrer Nebennierenkraft her schwach sind, wenn sie übersehen, dass die Amalgamfüllungen immer noch drin sind, wenn sie festhalten an dieser Zigarette, die sie lieben über alles, dann wird es schwer, dann wird es wirklich schwer, weil es muss sie wachrütteln, jetzt an diesem Punkt mit jemand in einen Dialog zu treten, der den Tumor nicht losgelöst sieht von ihrer ganzen Person. Es ist ihr eigener und ihr eigener hat entstehen können und nicht aus Willkür der Natur oder aus irgendeinem Rachekonzept, sondern in einer Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit jetzt zu spüren, die sich auf der körperlichen Ebene eigentlich ausgebreitet hat, finde ich, ist eine ganz entscheidende Situation. Und da legt man manchmal am Anfang die Waffen etwas beiseite, um erstmal wirklich zu wissen, was ist mit mir los. Und wenn ich in eine Chemotherapie gehe, nur ein Beispiel, und ich habe einen geringen Selenmangel, dann riskiere ich schon, dass morgen ganz andere Dinge für mich entstehen, weil ich die Chemotherapie gar nicht ausreichend entgiften kann. Und all diese Dinge sind unglaublich wichtig, um im Rahmen auch einer schweren Erkrankung immer wieder sich niemals auch den Weg zu verbauen und ihn mit einer Hoffnung zu begleiten, die sie in eine andere Richtung führt. Und
wir als Ärzte sind viel zu klein, als dass wir weder Prognosen noch irgendwelche Dinge leichtfertig über ihre Lippen kommen, weder ein negatives Wort noch ein versprechendes Heilungswort. Das steht uns Ärzten überhaupt nicht zu. Aber die Göttlichkeit, die ist in uns Menschen. Und an die Göttlichkeit zu glauben, heißt an das Leben zu glauben. Und das Leben, das hat immer nur ein Ziel: Leben, überleben, gesund werden dürfen. Und ich darf das erleben, ich darf das erfahren. Und glauben Sie mir, das ist kein leichter Weg. Und der ist auch nicht oberflächlich dahingesagt, weil ich weiß, welche Schwere da drin steckt. Aber dass er möglich ist zu gehen und dass er Dinge auf einmal sich vollziehen, die habe ich auch für mich erst, seitdem ich seit 12 Jahren so konzentriert arbeiten darf mit Menschen. Die habe ich in dieser Dimension als Landärztin auch nicht für möglich gehalten, weil ich hatte in meiner Hierarchie immer andere Kollegen über mir. Und hier habe ich ein Augen-Augen-Verhältnis und weiß wirklich, wovon ich spreche. Und das Schlimmste will ich erstmal runtertransferieren auf die notwendigen Dinge. Und Sie wissen, wenn man die notwendigen zuerst tut und danach weiß, welche Möglichkeiten man hat, nur dann entstehen vielleicht die jetzt uns unmöglich erscheinenden. Und in diesem Sinne, alles Gute und bis nächsten Sonntag. Ich freue mich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.